Wir sind Jesse und Roberto und mit unserem Van Jimmy wollen wir bald aus den USA weiter in Richtung Süden fahren. Doch davor erleben wir wieder Orte, die nur wenige auf dem Radar haben. Und neben schönsten Naturschauplätzen verschlägt es uns auch an den wohl skurrilsten Ort, den wir je besucht haben. Wo sind wir denn hier bitte gelandet? Wirklich billiger wäre, auf das andere System umzusteigen. Genau, dass sie sowas besser geeignet sind. Ja, das wäre echt mega cool. Idealfall. Ach echt? Ja, aber ich weiß auch nicht, also je nachdem wie du es schaltest, ist es vielleicht doch kein Problem. Hallo zu diesem neuen Video. Wir befinden uns immer noch in Utah, aber wir haben uns in den Süden bewegt. Wir sind schon fast an der Grenze zu Arizona, aber bevor es weitergeht, möchten wir uns hier noch eine Sache ansehen. Und das machen wir nicht alleine. Wir sind zusammen mit zwei Freunden, die wir in Portland, Oregon schon kennengelernt hatten und hier wieder getroffen haben, Tommy und Hannah von For the Story. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt fertig und fahren gleich mal los. Wir sind noch ein kleines Stückchen weiter gefahren. Schaut euch diese Aussicht an, das ist ja wow. Wir kennen zwar den Horseshoe Bend, aber das ist nochmals eine Stufe heftiger. Denn ja, der Canyon, das Wasser schlängelt sich hier zwischen 2, 3, 4 Biegungen. Hatte ich so noch nie gesehen. Und also alles, was wir die letzten Tage gesehen haben, das war ja... Man denkt, man hat alles gesehen, aber nee. Utah hat immer noch eins mehr zu bieten. Unglaublich. Wenn man bedenkt, dass man da eigentlich auf Millionen von Jahren blickt, also mit jeder Stufe, die man weiter runter schaut, schaut man einige Millionen Jahre weiter zurück in die Vergangenheit. Ja, irgendwie so ist es schon ziemlich imposant. Ciao. Bis bald. Gute Weiterreise. Ja, euch auch. Ich fühle mich irgendwie ein bisschen weird. Ciao, ciao. Bis bald. Oh. Bis bald. Zusammen. Yeah. Ciao. Genießt es. Bis Kalifornien. Ja, bis Kalifornien. Gute Zeit euch noch. Ja. Tschüss. Gute Fahrt. Ciao. Und wieder sind wir alleine. Sie lassen uns alle alleine immer. Tschüss. Ja, was war das jetzt? 1, 2 Tage? 3 Tage haben wir mit ihnen verbracht? Ja. Eigentlich richtig kurz, aber richtig entspannt. Ja. Aber es hat gut getan. Ja. Geht's für uns auch weiter? Für uns geht's jetzt auch weiter, denn wir haben euch ja im letzten Video versprochen, dass wir diesmal ins Göttertal fahren. Das machen wir jetzt. Und während die beiden Richtung Grand Canyon fahren, stechen wir jetzt endlich ins Herz des Valley of Gods. Also von hier aus sieht es schon richtig toll aus. Ja, es wirkt sehr vielversprechend. Ich glaube, das wird nochmal richtig schön.
Es sind Orte wie dieser, die uns immer wieder in unserer Entscheidung des Vollzeitreisens mit dem Van bekräftigen, auch wenn wir uns das erarbeiten müssen und es nicht immer bequem ist. Dieses Erleben der Natur zeigt uns wieder einmal, wie schön die Welt sein kann und dass wir auf sie Acht geben sollten. Was für eine Natur hier. Und das ist unser Schlafplatz. Das ist doch der Wahnsinn. Valley of Gods ist nämlich ein BLM-Land. Das heißt, man kann hier überall stehen, wo man will. Naja, nicht ganz wo man will, aber so an diesen Ausbruchdingen. Und das ist, ich meine, mit so einer Aussicht, das ist, ich freue mich richtig. Wird ein schöner Abend. Es war schon eine richtige Entscheidung, hier die Utah-Runde noch zu machen, auch wenn es kalt ist. Aber ich meine, seht euch das an, in so einer Natur aufstehen zu dürfen, das ist einfach grandios. Und auch gestern dieser Gooseneck, das so zu sehen, wir hatten ja viele Dinge vorher auch nicht auf dem Radar. Wir hatten zum Beispiel auf einer früheren Reise in Page den Horseshoe Bend gesehen, der ist viel bekannter. Aber der hier war nicht weniger beeindruckend und auch hier sieht es aus wie im Monument Valley, das ist auch gar nicht mal so weit. Aber die Erfahrung ist hier einfach nochmal ganz anders, denn wir sind hier auf BLM Land, das ist auch kein Nationalpark oder ein State Park und sich da so frei bewegen zu können, das macht die Erfahrung einfach nochmal ganz anders. Und ja, wir haben einfach wirklich gemerkt, man muss nicht nur Nationalparks abklappern. Es gibt so viele andere schöne Orte auch noch hier, die man unbedingt ja auch sehen sollte. Obwohl, ja, das mit dem Winter ist schon so eine Sache. Es ist immer frisch, es ist alles ein bisschen umständlicher. Also langsam haben wir es auch ein bisschen gesehen mit dem Winter. Über eine Sache müssen wir uns im Winter keine Gedanken machen und das ist nämlich der Strom. Denn mit Jackery haben wir den perfekten Partner, um unseren Energiebedarf zu decken. Denn mit der Powerstation Explorer 500 können wir ganz einfach unsere Geräte laden und betreiben und zudem ist sie leicht und kompakt. Die Kapazität beträgt 500 Wattstunden und die beziehen wir über den 230 Volt Stecker, die 3 USB-Stecker oder den 12 Volt Autoanschluss. Und über das Display haben wir auch immer den Überblick, wie der aktuelle Stand gerade ist. Und das Laden ist auch ganz einfach. Entweder über die 230 Volt Steckdose in der Wand, den 12 Volt Autoanschluss während der Fahrt oder, und so machen wir es am liebsten, über die Sonne. Das faltbare Solarpanel mit seinen 100 Watt Leistung können wir mit seinen Füßen ideal zur Sonne ausrichten und damit die meiste Energie reinholen. Wir nutzen Jackery bereits seit längerem und sind sehr zufrieden damit, denn auch letzten Winter hat es uns schon als Ergänzung für unser Stromsetup sehr geholfen, Energieengpässe zu vermeiden. Wenn ihr auch noch nach einer Ergänzung für euer Stromsetup sucht oder auch vielleicht eine alleinstehende Lösung wollt, die wirklich unkompliziert ist, dann schaut unbedingt im Link in der Videobeschreibung vorbei. Da findet ihr weitere Infos, verschiedene Editionen und auch die Pro Series. Die hat es auch nochmal in sich. Ist ja klar, dass du mich wieder aufnimmst, wenn ich esse. Du isst auch immer. Das stimmt. Ja, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen hier spazieren. Hier gibt es ja keine Wege, nix, aber ja, man kann hier einfach so ein bisschen erkunden.
Und wir legen jetzt die Kamera aber auf die Seite und wir sehen uns, wenn wir am nächsten Ort sind. Denn jetzt geht's endlich in den Süden, bevor der kalte Wintereinbruch kommt. Wir melden uns mal wieder. Wir haben jetzt einige Tage ohne Kamera verbracht, haben auch ganz schön Strecke zurückgelegt, aber ja, irgendwie, wir haben es ja glaube ich im letzten Video auch schon mal angeschnitten, wir waren doch recht kaputt von dieser Runde durch Utah mit der Kälte, dem Winter und wir waren ja sehr schnell unterwegs für unsere Verhältnisse und ja, da wollten wir einfach mal die Kamera zur Seite legen und haben die ganze Strecke durch Arizona bereits hinter uns gebracht. Wir sind bei Flagstaff quasi rein, dann über Sedona, Phoenix und jetzt sind wir in Kalifornien. Das war eigentlich nicht so geplant, aber... Und es ist richtig warm! Ja, das war sicher ein Motivator. Ich meine, ihr habt es gesehen, Roberto ist schon im T-Shirt. Ja, und wir wollen uns hier natürlich auch etwas ansehen. Etwas ziemlich Kurioses, aber vorher müssen wir noch ein paar Sachen fertig machen. Wir schieben es schon so lange vor uns her. Und jetzt haben wir gesagt, bevor wir weiterfahren, müssen wir das erledigen. Ja, ständig geht irgendwas kaputt im Van. Also alle, die wahrscheinlich Langzeit unterwegs sind, kennen das. All dieses Campingzeug ist einfach nur Mist. Und ja, unsere Lampen, die wir überall verbaut haben, vor allem die unter der Küche, sind schon x-mal kaputt gegangen. Wir haben extra noch Reserve mitgenommen und die sind auch schon wieder kaputt. Ja, keine Ahnung, was da verbaut wird oder wie das gebaut wird. Aber wir müssen das jetzt mal ersetzen, weil da hinten haben wir überhaupt kein Licht mehr. Und hier sieht man genau, das Ding leuchtet hier. Hier ist einfach nichts, Nacht. Und wir benutzen das halt jeden Tag, weil wir halt hier kochen und abwaschen. Das geht einfach nicht. Das ist ja, einfach nur Mist. Und es ist ja nicht nur das kaputt, sondern es kommen noch einige Sachen dazu. Ja, man sieht hier. Es leuchtet einfach nicht mehr. Ja, so sollte das leuchten. Und so leuchtet es hier hinten. Und das zweite Ding ist unser Wasserhahn. Also wir hatten in Polen das erste Mal ging der Mikroschalter kaputt. Dann haben wir das überbrückt. Dann ging aber der komplette Wasserhahn kaputt. Das heißt, das lief einfach Wasser raus. Wir haben uns einen neuen gekauft. Und ja, jetzt ist er schon wieder kaputt. Also der Mikroschalter war kaputt. Wir mussten ihn schon wieder überbrücken. Und das ist so unglaublich, denn so ein Mikroschalter kostet, wenn man den einzeln kauft, glaube ich 15 €. Ist aber überall ausverkauft. In der Produktion kostet er wahrscheinlich keine 2 Cent. Aber der geht halt immer kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Aber es ist auf jeden Fall nervig. Was wir jetzt gemacht haben, Mikroschalter ist halt hinüber und wir haben hier auf der Seite so einen Schalter verbaut, damit wir das überbrücken können und wenigstens so den Wasserhahn benutzen können. Ja, man merkt, der Frust ist groß. Es ist halt ärgerlich, dem unterwegs nachrennen zu müssen, wenn es noch nicht mal ein halbes Jahr gehalten hat und das Zeug ja nicht mal mega günstig ist. Aber ja, eine Sache wollen wir jetzt noch machen. Wir sind begeistert von unserem Max-Fan. Eine gute Sache gibt es halt doch auch noch. Ja, und der hat uns auch noch nie enttäuscht. Außer in Kanada, wo all die Mücken durchgekommen sind. Naja, gut, aber eigentlich grundsätzlich funktioniert er, aber man muss halt ab und zu mal dieses Netz da reinigen. Das machen wir jetzt. Und dann, glaube ich, können wir eigentlich auch schon losfahren. Ja. Eine weitere Sache haben wir noch erledigt. Dafür muss ich aber kurz aufs Dach, um sie euch zu zeigen. Und zwar haben wir ja vor ein paar Monaten eigentlich schon unser Reifensetup gewechselt von 15 auf 16 Zoll mit AT-Reifen. Ja, aber das Ersatzrad hat uns noch gefehlt. Wir hatten eins von früher. Das war aber natürlich nicht vollwertig. Und jetzt haben wir uns noch eine Felge besorgt. Mit dem Reifen ist es ein bisschen komplizierter. Irgendwie, ja, sind die nicht so verfügbar. Auch der Felge war kompliziert, bis wir den endlich mal bekommen haben. Genau, also ist irgendwie logistisch immer ein bisschen schwieriger, als man so denkt.
Aber ja, den Felgen haben wir und jetzt fehlt nur noch der Reifen und den können wir hoffentlich hier in den USA auch noch erledigen, damit wir wieder ein vollwertiges Ersatzrad haben. So, aber jetzt fertig rumgenörgelt und wir fahren weiter. Wo sind wir denn hier bitte gelandet? Das sieht ja richtig abgefuckt aus hier. Schönes Plätzchen hast du uns da gefunden. Ja, also ich wusste, dass es eine Kuriosität wird, aber das hatte ich jetzt nicht erwartet. Also es ist schon... Ja, also hier ist ein Flugzeug, überall abgebrannte Camper und ganz viel Müll. Nee, also ich glaube, das ist schon bewusst hier platziert. Ja? Ich glaube schon. Also ich glaube, wir schauen uns das jetzt mal kurz an und dann, ja, mal schauen. Mal sehen. Also es ist wirklich speziell. Speziell, trifft es am besten. Manchmal auch richtig makaber. Ja. Also ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben soll. Also das, wo wir jetzt gerade sind, heißt East Jesus und das ist eigentlich ein Kunstprojekt oder eine Kunstausstellung. Und man sieht schon, also es sind ab und zu mal, ja, werden auch Meinungen geäußert zu sozialen oder gesellschaftlichen Themen. Aber die Darstellung ist schon einzigartig. Es hat was. Ja? Also wir haben ja schon einiges an schrägen Sachen in unserem Leben gesehen, aber ich glaube, das hier ist wirklich... Also wenn Jessie schon sogar fast sprachlos ist, also wirklich schräg hier. Naja, Kunst halt. Wusstet ihr, dass kubanische Delfine Kennedy und Jesus getötet haben? Naja, das steht hier zumindest. Ja, solche Sachen lernt man hier halt. Und ihre Furze sind schädlicher für die Umwelt oder nee, genau, für mehr Treibhaus. Die Furze von Delfinen sind verantwortlich für mehr Treibhausgase als Zigarettenrauch, Autoabgase und noch irgendwas alles zusammen. Ich sag ja, Kunst halt.
Also wenn man schon hier ist, muss man sowas einfach mal gesehen haben. Es ist sehr speziell. Obwohl ich schon sagen muss, wenn man sich ein bisschen mehr auf diese Installationen einlässt, wird man auch ein bisschen nachdenklich. Ja, also ein paar Sachen sind richtig gut. Ja. Und die regen einem zum Denken an. Bei anderen weiß man auch nicht, was die eigentlich sollen. Ja. Wir verstehen es wahrscheinlich einfach nicht. Aber eigentlich sind wir ja wegen was anderem da. Genau, und da gehen wir jetzt hin. Wir sind jetzt doch nochmal ausgestiegen unterwegs, weil, ja, ich meine, das ist halt schon viel mehr als nur eine Freilicht-Kunstausstellung hier, sondern hier gibt es eine Ortschaft, hier leben Leute, die sich halt für dieses Leben entschieden haben. Und ja, hier gerade ist zum Beispiel letztes Jahr eine Bar abgebrannt. Wir haben hier mit ein paar Locals gesprochen. Die war recht groß und war auch ein Wohnwagen dabei, das ist alles abgebrannt. Hier sind jetzt irgendwelche Seitenreste aus irgendwelchen Mathebüchern, glaube ich. Sieht so aus, ja. Ja, und da hinten sehen Sie, ob es doch noch was Brauchbares gibt. Also die finden immer wieder was. Ja, ist schon... Also, ist nicht für jeden. Ja, ist schon ein sehr spezieller Lebensstil. Aber wir haben auch gehört, dass da doch einige Schicksalsschläge auch dahinter sind bei einigen. Und im Endeffekt muss jeder für sich wissen, wie er lebt. Ja. Also sie stören hier ja niemanden und dann... Wieso nicht? Ja. Und da rast er davon mit dem Fahrwerk, oder was war das jetzt? Mit dem, was übrig geblieben ist. Von dem Camper. Wohnwagen, der hier abgebrannt ist. Also es wird alles nochmal verwertet und scheinbar ist auch vieles von Spenden abhängig. Ja, ist eine sehr spezielle Community hier, aber ist schon... Ja. We greatly appreciate it. Thank you. This is going straight to beer. That's nice. That's great to hear. This is going straight to beer. Nothing healthy with this, just natural ice. That's great. Thank you so much. Ein kleines Stück weiter und wir sind hier beim Salvation Mountain. Das war eigentlich auch der Grund, wieso wir hierher gefahren sind, bevor wir die Stadt noch gefunden haben und alles andere. Sieht auch sehr skurril aus, aber ja, doch interessant. Sowas wie diesen Ort haben wir, glaube ich, wirklich noch nie gesehen. Aber die Idee dahinter war eigentlich eine relativ schöne. Also derjenige, der das hier geschaffen hat, wollte eine simplere und einfache Religion für sich finden, angelehnt an Jesus, aber ja, mit der Hauptnachricht, Gott ist Liebe. Was eigentlich ja eine schöne Nachricht wäre, eine schöne Message. Resultiert hat das hier in diesem Hügel, der voller Lehm und Stroh bedeckt, mit Latexfarbe übergossen wurde. Die Farben, ja, das ist manchmal eine zentimeterdicke Schicht. Es gibt natürlich auch Kontroversen rundherum. Manche finden das eine Obszönität, andere machen sich wegen Naturschutz Gedanken. Wir sind jetzt da auch nicht so voll im Thema drin, aber ja. Interessant ist es auf jeden Fall. Interessant ist es auf jeden Fall.
ziemlich bunter Haufen hier, jetzt abgesehen von dem Berg hier, die Stadt, das Dorf, was es auch immer war. Interessant sowas zu sehen, aber ja, muss jeder selbst entscheiden. Wir fahren jetzt weiter, denn in den nächsten Tagen wollen wir über die Grenze fahren, aber ihr seht das erst nächste Woche. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schaut doch bei uns im Shop nach, wir haben noch ein paar Kalender übrig. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, liked das Video und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann!